Also, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute quatschen wir mal ganz entspannt über deutsche Arbeitskultur. Das Thema ist groß, aber wir machen es einfach und praktisch, ja? Ja, hallo, ich freue mich total. Viele fragen uns ja, wie ist Arbeit in Deutschland eigentlich so? Was ist normal und was eher nicht, oder? Genau. Und wir erzählen heute auch kleine Geschichten und Tipps. Nichts Theoretisches, sondern Sachen, die man wirklich braucht. Naja, legen wir los. Erstmal, ein Punkt kommt immer, Hierarchie. Das heißt, es gibt Stufen, also Chefin oben, Teamleiter in der Mitte und dann das Team. Man zeigt Respekt, man hört zu und man folgt oft den Prozessen, die es halt gibt. Ja, und am Anfang hilft es echt, erstmal mit Sie zu sprechen. Also guten Morgen, Frau Müller, nicht direkt Hallo, Katrin. Manche Firmen sagen du zu allen, aber frag lieber kurz nach, wie es üblich ist. Stimmt. Ich habe mal neu angefangen und sofort geduzt. Die Kollegin war freundlich, aber sie meinte dann, ach, bei uns sagt man erst Sie. Ich habe gelacht und gesagt, oh, danke, wieder was gelernt. Und es gibt oft klare Regeln für Meetings. Zum Beispiel pünktlich sein, Agenda lesen und nicht alle reden durcheinander. Naja, manchmal passiert das trotzdem, aber man versucht, strukturiert zu bleiben. Apropos Reden. Deutsche Kommunikation ist oft direkt. Das heißt, man sagt klar, was Sache ist. Für manche klingt das hart, aber eigentlich ist es ehrlich gemeint nicht unfreundlich. Ja, zum Beispiel, das gefällt mir nicht. Oder, das ist noch nicht fertig. Das ist nicht persönlich, das geht um die Aufgabe. Wenn du unsicher bist, frag einfach, wie genau meinen Sie das? Das hilft total. Ich hatte mal eine Kollegin aus Spanien. Sie war super nett, aber sehr indirekt. Dann gab es Missverständnisse, weil alle dachten, sie sagt vielleicht, aber sie meinte nein. Danach haben wir zusammen Regeln gemacht, richtig klar, und es lief viel besser. Jetzt mal zum Thema Arbeitszeit, das ist ja wichtig. Viele arbeiten so von 9 Uhr bis 17 Uhr oder 8 Uhr bis 16 Uhr, je nach Firma. Und pünktlich Feierabend machen ist normal, nicht faul, ja? Genau, Work-Life-Balance ist echt ein Ding. Also, Arbeit ist Arbeit und danach ist Freizeit. Viele finden es nicht gut, wenn man ständig lange bleibt oder am Wochenende arbeitet, außer es ist wirklich nötig. Ich hatte mal eine Phase, da blieb ich ständig länger. Mein Chef sagte dann, Tim, geh heim, morgen geht's weiter. Das war erst komisch, aber dann dachte ich, ja klar, das Leben ist doch wichtig. Überstunden gibt's natürlich, aber die werden oft aufgeschrieben. Man sammelt Stunden und nimmt frei oder man bekommt Geld. Frag einfach im Vertrag, wie das bei euch läuft, das ist echt wichtig. Dann das Thema Lohnabrechnung, also der Zettel mit Geld und Abzügen. Viele sind überrascht, brutto ist das große Geld, netto ist, was wirklich kommt. Der Rest geht an Steuern und Sozialabgaben, also Rente, Krankenversicherung, Pflege. Ich weiß noch, ich habe die erste Lohnabrechnung gesehen und dachte, oh je, wo ist mein Geld? Aber dann habe ich's verstanden, das ist halt das System hier. Es gibt Sicherheit zum Beispiel, wenn man krank ist oder später für die Rente. Wenn du die Abkürzungen nicht verstehst, frag in der Personalabteilung nach. Oder bitte eine Kollegin, mal in Ruhe zu erklären, was Brutto, Netto, KV, RV bedeutet. Ach so, KV heißt Krankenversicherung, RV heißt Rentenversicherung. Und ehrlich, gute Firmen erklären das auch von sich aus. Manche machen sogar kleine Workshops, echt hilfreich. Da sieht man alle Posten und man weiß dann, wofür man bezahlt, und das macht ruhiger, finde ich. Noch ein Punkt, digitale Arbeit. Viele Firmen gehen mehr in Richtung Online, Tools, Videocalls, Ticketsystem. Für manche ist das neu und anstrengend, vor allem, wenn man vorher anders gearbeitet hat. Ja, ich kenne eine ältere Kollegin. Sie war super in ihrem Job, aber die neuen Programme waren schwer für sie. Wir haben dann jede Woche eine Stunde zusammen geübt. Nach ein paar Wochen meinte sie, ach, so schlimm ist es gar nicht. Genau, also trau dich zu fragen. Sag einfach, können wir das nochmal langsam machen oder gibt es eine Schulung? Viele Chefs freuen sich sogar, wenn man Hilfe will, denn dann klappt's später schneller. Und bitte keine Angst vor Fehlern. In neuen Systemen macht jeder mal was falsch. Wichtig ist, kurz Bescheid sagen und dann gemeinsam fixen. So lernt das Team und du bist nicht allein. Stabilität ist auch typisch. Viele bleiben lange in einer Firma, manchmal 10 Jahre oder mehr. Das gibt Ruhe, aber naja, es gibt auch Druck, weil der Markt sich ändert und normale Verdiener mehr Sorgen haben. Ja, ich höre oft, Sicherheit ist gut, aber Flexibilität fehlt manchmal. Also, Wechsel ist möglich, aber es dauert. Tipp von mir, Netzwerken, mal mit Leuten reden, vielleicht interne Projekte probieren. So sieht man neue Wege, ohne sofort zu springen. Teamkultur ist spannend. Es gibt zum Beispiel das Wort Feierabend.
Das ist nicht nur Ende der Arbeit, das ist ein Gefühl. Manche gehen dann zusammen raus, trinken was Kleines oder machen Sport. Aber niemand muss, es ist freiwillig. Und Feiern im Büro sind oft ruhig, aber herzlich. Geburtstag? Es gibt Kuchen in der Küche. Manche bringen selbst was mit. Wichtig, Kultur ist verschieden, also nicht beleidigt sein, wenn jemand kurz gratuliert und dann weiterarbeitet. Ich habe mal zu laut gefeiert, haha. Dann sagte mein Kollege, Tim, wir freuen uns, aber wir haben noch ein Meeting. Ich war erst so, oh nein, und dann habe ich's verstanden, hier ist halt Fokus wichtig. Unterschiede sieht man auch bei Smalltalk. In Deutschland ist Smalltalk eher kurz, Wetter, Wochenende ein Hobby. Danach geht's schnell zur Sache. Das ist nicht kalt, das ist einfach effizient. Genau, also wenn du was brauchst, sag es klar. Zum Beispiel, ich brauche die Datei bis morgen, 12 Uhr. Das ist super präzise und macht alles leichter. Und wenn es nicht geht, sag ehrlich, ich schaffe es bis morgen nicht, aber bis übermorgen schon. Noch ein Tipp zu Meetings, Agenda lesen, Notizen machen und am Ende kurz zusammenfassen. Also, wer macht was bis wann? Das klingt streng, aber dann muss man nicht dreimal fragen und alle sind entspannter. Mentoren sind auch Gold wert. Frag mal jemanden Erfahrenen. Kannst du mir zeigen, wie man das hier macht? Oder wie ist die Regel bei uns? Viele Leute helfen gern, man muss nur fragen. Einfach mutig sein. Und beobachte die ungeschriebenen Regeln. Kommt man eher früh oder eher später? Sagt man im Chat Hallo zusammen? Oder schreibt man direkt? Trinkt man Kaffee im Meeting oder lieber nicht? Kleinigkeiten, aber sie helfen, sich wohlzufühlen. Fortbildung, also Lernen im Job, ist auch wichtig. Viele Firmen bieten Kurse an, Sprache, Technik, Soft Skills. Meld dich ruhig an und sag der Chefin, was du brauchst. Das zeigt Motivation, nicht Kritik. Ich habe mal einen Kurs zu Präsentationen gemacht. Danach war ich viel sicherer, auch bei direkter Kritik. Ich habe gelernt, ruhig zu bleiben und klar zu antworten, ohne Stress. Das hat mir total geholfen. Noch was Praktisches, Urlaubsplanung. In vielen Teams plant man früh, damit alle wissen, wer wann weg ist. Schreib's in den Kalender, frag freundlich und sag auch, wie du erreichbar bist oder eben nicht erreichbar. Abschalten ist wichtig. Und Krankmeldung, das ist auch so ein Thema. Wenn du krank bist, melde dich morgens früh, am besten vor Arbeitsbeginn. Sag kurz Bescheid, kein Roman, Gesundheit geht vor, wirklich. Manchmal gibt's Kulturclash bei Humor. Ein Witz ist nett gemeint, aber kommt komisch an. Da hilft es einmal nachzufragen, war das okay? Und wenn jemand deinen Humor nicht versteht, na ja, ist auch okay, dann halt weniger Witz im Meeting. Oh, und E-Mails betreff Klarschreiben, kurze Sätze, eine Frage pro Absatz und eine Deadline. Beispiel, bitte Feedback bis Donnerstag, 10 Uhr. So weiß jede Person, was zu tun ist. Wenn du neu bist, stell dich kurz vor. 2, 3 Sätze, wer du bist, was du machst, wie man dich erreicht. Das bricht das Eis und dann einfach mal mit Leuten Mittag essen, ganz locker. Ich liebe ja Kantine, haha. Man redet entspannt und man versteht die Leute besser. Privat muss man nicht werden, aber ein bisschen persönlich ist schön, Hobby, Stadtteil, Lieblingsessen. Das reicht ja schon. Zusammengefasst. Deutsche Arbeitskultur ist strukturiert, direkt und respektvoll mit Zeit. Man trennt Arbeit und Freizeit, man lernt ständig weiter und man redet offen. Wenn man das weiß, fühlt man sich viel sicherer. Ja, und keine Panik, wenn mal was schief geht. Frag nach, hör zu und gib Feedback. Schritt für Schritt passt man sich an. Und dann macht Arbeit sogar Spaß, echt jetzt. So, ich glaube, das war heute ziemlich viel, oder? Wenn euch das geholfen hat, sagt es gern weiter. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, wir lesen alles. Genau. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. So verpasst ihr die nächste Folge nicht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der ist dann. Oder hier, Kaber. Ist der Mächten bitte die übrige Wahrheit. Macht's gut, bleibt gesund und viel Erfolg im Job. Und ja, pünktlicher Feierabend nicht vergessen. Haha, tschüss.